Hallo. Hallo, nimm dir einen Tee und nimm dir Zeit. Heute geht es um das Thema Veränderung. Warum wir uns irgendwie nicht so verändern können. Und das dauert ein bisschen länger. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du eigentlich wie so Veränderungen gemacht hast und dann eigentlich in dein altes Umfeld reinkommst und so gleich behandelt wird, als wärst du stehen geblieben. Und dieses Stehenbleiben ist was, wo energetisch mega eigentlich an uns zieht. Also wir merken eigentlich, dass von uns erwartet wird, dass wir gleich bleiben. Und das ist natürlich ein krasser Widerspruch zu dieser inneren Kraft, wo sich ausdrücken will und wo Veränderung will. Und da wollen wir heute mal wie drauf eingehen, also wie wir das uns wie so befreien davon können oder irgendwie Klarheit reinbekommen können. Ja? Ich finde das schon ein dickes Thema. Weil die Wahrheit ist ja, dass wir gar nicht gleich bleiben können, Ja. so sehr wir uns anstrengen. Deshalb ist es eigentlich auch so lächerlich, das so zu wollen. Ne? Also das Gefühl zu haben, ich müsste gleich bleiben oder die anderen wollen einen immer gleich haben. Weil wir ja jeden Tag erleben wir Sachen. Wir wachsen daran. Manchmal scheitern wir, manchmal machen wir was gut. Aber wir haben Begegnungen mit Menschen. Also wir können gar nicht gleich bleiben. Wir lernen die ganze Zeit Sachen dazu. Und also so, wir sind es eigentlich total normal, dass wir uns verändern. Ja. Deshalb ist das eigentlich... Und das ist so krass, wenn von uns erwartet wird, dass wir gleich bleiben. Ja. Ne? Also man bleibt immer der Sohn oder man bleibt immer die Tochter. Ich kenne dich. Und dabei bist du vielleicht komplett anderer Mensch eigentlich geworden. Aber wenn du dann vielleicht deine Eltern triffst oder im Freundeskreis, merkst du, oh, ich verhalte mich ja wie damals. Also da ist wie keine Veränderung da. Ne? Ja. Und das ist was, wo du auch mitnimmst in dein Leben. Also du scheiterst wie so mit deiner Veränderung, weil die anderen Menschen, die dir nahe sind, die dich länger kennen, auch ein Partner, also deine Ehefrau oder deine Freundin oder Freund, alles, was so lang zusammen ist, man heftet dann manchmal so ein Bild ab, so ist die oder so ist er. Und das ist so ein krasses Gegenteil eigentlich gegen, wie du gesagt hast, eigentlich gegen das Leben. Weil das Leben ist ständige Veränderung und das Leben ist dafür da, dass du dich veränderst. Ne? Dass du jeden Morgen eigentlich neu bist, dass du neue Aspekte anschaust in deinem Leben, was Neues erfährst oder erlebst und so. Und wir müssten viel mehr das fördern, wenn wir nach Hause kämen und vielleicht das Kind hat sich verändert, dass man dann sagt, wow, super, hey, du hast dich verändert. Also, dass es was Positives ist. Oder Freunde, was, du trinkst nicht mehr? Oder was, du spielst kein Fußball mehr? Hey, mega, interessant, was machst du denn jetzt? Ne? Also, dass man das eher so positiv sieht, Veränderung im Leben. Und nicht so auf den Mind eingeht, der immer diese Sicherheit haben will, der Karim, der ist so. Pratiba ist so. Ne? Das ist was, wo eng macht. Ne? Eng macht, unglücklich macht und unklar. Also man hat irgendwann wie auch Angst, sich zu bewegen, weil man aneckt. Man eckt wie so an. Ne? Und in dem stecken wir aber im Moment drin. Und wir brauchen den Mut, uns trotzdem zu verändern. Ja. Ne? Weil ich finde auch so, wenn wir diese kleinen, also wenn wir das vielleicht erkennen, also wenn ihr vielleicht jetzt auch seht, ist eigentlich normal, sich zu verändern. Wenn wir das nicht wirklich als Wahrheit erkennen und versuchen, gleich zu bleiben und alles richtig zu machen, damit wir irgendwie dazugehören, dann sind wir wie gegen das Leben. Das ist so das eine und das fühlt sich dann auch manchmal wie innerlich nicht so gut an. Und wenn wir
also wir werden nie große Schritte machen. Also das heißt, wenn wir uns verändern wollen, zum Beispiel beruflich oder so, es ist mega schwer, wenn wir nicht erkennen, dass es eigentlich normal ist, sich zu verändern. Auch neue Menschen in sein Leben zu lassen. Und ich finde es mega schön, wenn man Freunde hat und diese Freundschaften pflegt. Aber es gibt auch immer wieder andere Menschen, die kommen und einen bereichern. Und das wirklich auch zuzulassen, dass das sein kann und dann vielleicht andere Freundschaften nicht mehr so wichtig sind. Ne? Also es gibt so viele Bereiche, wo man sich verändern kann. Und es ist mega schön, wenn wir uns das auch trauen und nicht so diesen alten Glaubenssätzen vielleicht manchmal, das muss alles immer so gleich sein und ich muss so und so sein als Freund oder als Freundin. Und wenn wir diese Tatsache nicht als Wahrheit erkennen, nützt auch dieser ganze spirituelle Weg nichts. Wir werden wie diese Veränderung nicht ranbekommen, weil bei uns wie so innerlich ein energetischer Stopp ist. Ich muss aber so bleiben. Also ich traue mich nicht, meine spirituelle Seite zum Beispiel zu zeigen oder das, was ich vielleicht erfahren habe oder was mich interessiert. Und indem man das aber nicht zeigt, kappt man eigentlich diese Energie und es wird wie enger, enger, enger. Und irgendwann gibt man wie auf und denkt, ja, ich bin halt so. Das hören wir auch immer viel. Ne? Ich bin halt so. Ne? Und dieses Ich bin halt so stimmt überhaupt nicht. Ne? Es gibt kein Ich bin ja so. Ne? Ich bin ja so ist eigentlich die Aufgabe vom Mind gegenüber dem Leben. Ich kann nicht mehr. Ne? Und den Eltern gegenüber zu treten und die Eltern neu anzuschauen, deine Geschwister neu anzuschauen, deine Frau neu anzuschauen, dein Freund, das ist was, wo man könnte sagen, eigentlich eine spirituelle Entwicklung ist. Also da kann tatsächliche Veränderung passieren. Ne? Wenn Menschen offen sind, dass sie sich ändern können, ist wie so Liebe da. Also in der Veränderung ist eigentlich Liebe da. Und wir haben aber das Gefühl, wenn wir uns nicht verändern, ist Liebe da. Und das ist so eine Verdrehung, würde ich mal sagen. Ne? Und mit der können wir wahnsinnig unglücklich werden. Und oft, finde ich, ist das manchmal unbewusst, dass wir das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht verändern, um reinzupassen vielleicht. Also viele Menschen beschäftigen sich vielleicht gar nicht damit und bekommen das gar nicht mit. Und deshalb finde ich das so wichtig, da mal hinzuschauen, dass dieses Thema wirklich mal wie zuzulassen und zu gucken, wie ist denn das bei mir? Wie gehe ich mit Veränderung um und wie ist meine eigene, erlaube ich mir, mich zu verändern? Und erlaube ich vielleicht auch den Menschen, die mir begegnen oder die mir nahe sind, dass sie sich verändern dürfen. Ja, das finde ich. Wie wollen wir in die Fülle kommen oder kreieren, wenn wir so am Mangel hängen oder am Schmerz oder am Leid? Wir hängen so am Schmerz und am Leid. Und das machen wir nicht bewusst, aber unbewusst gibt uns das einfach dieses Sicherheitsgefühl von, so bin ich. Ich bin der den Schmerz getragen hat. Ich bin der, dem das passiert ist und so. Aber alles das hält uns eng und gefangen. Und wir sind eigentlich frei. Also wir können frei uns da raus bewegen, aus jeder traumatischen Belastung, aus jeder, wie wir erzogen worden sind und so. Ne? Wir müssen uns wie öffnen für diese Veränderung. Diese kleinen Schritte der Veränderung, dieses wirkliche Wachsein, wirklich schauen im Leben, wo kommen die Impulse, wo möchte ich gerade hin, was ist das, wo meine Sehnsucht ist. Ne? Und das sind alles so die Fragen, die eigentlich nur aufkommen können, wenn man offen ist für Veränderungen. Und wir sagen das oft so, ich möchte mich ja verändern. Aber genau da ist irgendwo eine Sperre. Irgendwas will sich nicht verändern. Weil diese Angst vor Veränderung heißt auch, dass man der Ursprungsfamilie untreu wird, den Ursprungsfreunden untreu wird. Also man macht was, wo man, das ist doch beim Herr der Ringe eigentlich so schön, wo die
auf die Reise gegangen sind, wo er gesagt hat, oh stopp, wenn ich jetzt nur einen Schritt weitergehe, bin ich weiter als jeder zuvor. Jeder Hobbit oder so, ne? Ja. So ein Hobbit, ne? Oder? Und das ist oft, bist du bereit, diesen Schritt weiterzugehen als deine Ursprungsfamilie, weiter als deine Freunde oder deine Frau oder dein Mann, bist du bereit, weiter zu gehen. Und wie würde sich das anfühlen? Wir haben manchmal das Gefühl, wir haben Angst davor, weiterzugehen. Und wenn man manchmal richtig hinguckt, merkt man vielleicht, oh, vielleicht könnte das ja auch interessant sein. Oder es kommt so eine Lebendigkeit rein, wenn wir wirklich weitergehen. Was passiert denn, wenn ich einen Schritt weitergehe? Stürzt dann alles ein oder wow, oder könnte ich vielleicht was Neues entdecken? Und das ist so, deshalb finde ich schön, sich damit mal so auseinanderzusetzen. Was hindert mich denn daran, nicht weiterzugehen? Ja. Das ist meistens nur so im Kopf etwas, so eine Schranke oder Idee, warum ich da nicht weitergehen könnte. Und wenn man dann wirklich drauf schaut und merkt, doch, ne, ich gehe dafür, ne? Ich lebe mein Leben, ich versuche mein Leben eigentlich zu leben, das was drin ist und das was gelebt werden will. Ne? Und diese Veränderung wie positiv zu sehen und einfach auch den anderen Menschen zu erlauben, anders zu sein. Wir müssen nicht immer dieselben Facebook-Bilder posten. Wir können uns verändern und wir dürfen uns verändern. Wir dürfen einen anderen Namen annehmen. Wir dürfen an andere Länder ziehen. Wir dürfen andere Musik gut finden. Ja, andere Musik gut finden, ja, genau. Ne? Also mit so kleinen Sachen eigentlich schon. Was, du stehst nicht mehr auf das? Ja. Nein. Ne? Ja. Fühlt euch mal rein, so wie es als Teenager eigentlich war. Da hat man plötzlich das eine gut gefunden und 2 Monate später ist man im Punk gewesen und so. Ne? Also das ist so mega schnell eigentlich gegangen. Und das haben wir oft wie so verloren. Ne? Da war so eine gewisse Rebellion eigentlich noch da, so in der Teenage-Zeit. Ne? Und genau in der Zeit werden wir wie so gepresst in dieses, so bin ich, so bist du. Ne? Und das ist was, wo wir uns noch niemals wehren dagegen müssen, sondern wir müssen es erkennen und einfach nicht akzeptieren. Ja. Ne? Einfach das nicht für uns als Wahrheit zu akzeptieren. Ne? Die Eltern können dich wie manchmal nicht mehr sehen. Ne? Aber du musst dich sehen. Also du musst dich sehen. Nicht deine Geschwister müssen dich sehen, nicht dein Freund, Familie. Du musst dich sehen und fühlen. Das bin ich jetzt im Moment. Das bin ich. Ne? Und das ist das, wo Liebe kommt. Wenn du echt bist, dürfen auch deine Eltern echt sein. Dürfen auch deine alten Freunde echt sein. Und in dieser Echtheit treffen wir uns wieder. Da entsteht Liebe. Oder da erscheint Liebe. Und da ist manchmal eine Verbindung, die vielleicht nicht mehr, weil manches nicht mehr passt, aber die ist vielleicht tiefer. Ne? Weil wenn wir uns echt begegnen, kann sein, dass der andere sich auch verändert hat und jeder ganz andere Interessen hat. Und trotzdem können wir uns verstehen. Ja. Ne? Und nicht nur wegen den Interessen oder wegen was. Ja, wahrscheinlich wegen der Veränderung. Ja. Ne? Weil der sein Leben gelebt hat und du auch. Also das ist so, wow, boah, ist das cool. Ne? Also es ist so diese Leben, die wir leben können. Ne? Ja. Das haben wir gesagt, es braucht ein bisschen Zeit für das Video. Ja, deshalb nimm dir Zeit, das vielleicht auch was zu reflektieren und zu gucken, ob das für dich stimmt. Ja. Und kannst du uns gerne schreiben, auch in die Kommentare, was das mit dir macht oder was vielleicht so deine Sehnsucht wäre oder deine Veränderung, wo du dich nicht traust zu zeigen oder Oder wo du auch kennst, ne, wenn du in deine Familie kommst, dass die dich alle immer so gleich sehen. Und was das mit dir macht, wie sich das anfühlt. Ne? Ja. Weil umso mehr du das siehst, umso mehr kannst du das wie sagen, nee, ich möchte mein Leben leben. Ne? Und das ist das. So bin ich in dem Moment.
Das ist so die Sehnsucht nach Echtsein, die wir alle eigentlich in uns haben. Und nach Leben. Ja. Weil je mehr wir uns trauen, wirklich echt zu sein und die Schritte zu gehen, nach denen wir uns sehnen oder die angelegt sind in uns, desto mehr Leben kommt in uns, desto mehr Lebendigkeit ist da, desto mehr Freude und ja, einfach so Leben. So lebendig. Und das geht nicht in eine Box. Genau. Ja. Ganz schöne Zeit. Alles Liebe von uns. Alles Liebe. Tschüss.